Das ist mein Bruder Patrick. Und das bin ich, Dennis. Zusammen reisen wir 3 Monate lang einmal quer durch Nepal. Unser Ziel, der Kanchenjunga, der dritthöchste Berg der Welt. Ist das der richtige Moment, um reiten zu lernen? Ich weiß es nicht. Ein Trip, nach dem wir die Welt ein bisschen anders sehen werden. It confronts us very much with death, right? So they can learn about the reality of life, you know. Ja, der Weg ist schwerer als gedacht. Unsere Reise beginnt an einer Bushaltestelle irgendwo im Südwesten Nepals. Eigentlich kennen wir Nepal ganz gut. Wir waren schon ein paar Mal hier. Diesmal wollen wir uns auf unsere bisher größte Reise machen. Das Land einmal von West nach Ost durchqueren, bis zum dritthöchsten Berg der Welt, dem Kanchenjunga, direkt an der östlichen Grenze zu Indien. Mehr als 1000 Kilometer schwierige Strecke liegen vor uns. Mit dem Bus, zu Fuß und auf Pferden. Der erste Teil unserer Reiseroute führt uns zu dem Dorf eines alten Bekannten. Ihn und seine Familie hatten wir auf einem unserer letzten Trips nach Nepal kennengelernt. Das ist jetzt 3 Jahre her. Hello. We are right in front of your house. Okay, let's walk over there. Maybe I can see you then. Ah, there he is. Bikram haben wir in der Hauptstadt Kathmandu kennengelernt. Damals hat er uns mit hier in sein Dorf genommen, wo wir einige Tage mit ihm und seiner Familie verbringen konnten. Obwohl unser letzter Besuch so lange her ist, fühlt es sich an, als wären wir nie weg gewesen. Ein guter Start für unsere Abenteuerreise. Es spricht sich schnell rum, dass wir wieder da sind. Zeit für ein paar Roti mit lokalem Joghurt. How is the food, Patrick? Really like it. Bei unserem letzten Besuch haben wir Fotos von einigen der Dorfbewohner gemacht. But who's in the picture? Is some of them? Yeah, he's here. And the other two? One is his younger brother. His younger brother. Yeah. Last time we met some of your friends here. Yeah. So are they all still here? Or? Some are here, some are abroad. They move in order to have money, like Malaysia, Dubai, such type of Gulf countries. They move because they don't have any kind of job here, so that they can't run their family properly. So it's very Very normal difficult for Nepalese people Yeah, to yeah, actually yes. migrate and work in other places to Yeah. make some money for their families, right? Yeah. But what about you? After meeting with the people in the same place, and you met one person who is same here. One thing about traveling is you meet new people all the time, right? And that's also a good experience. But at the same time, it feels nice. It's a little bit like a feeling of coming home if there's a place where people already know you, where you have some familiar faces, basically.
Am Abend besorgen wir im Dorfladen noch Snacks und Getränke, um uns bei Bikrams Familie für die Gastfreundschaft zu bedanken. Aber auch für die anderen Dorfbewohner haben wir etwas mitgebracht. Am nächsten Morgen verteilen wir die Fotos, die wir damals im Dorf gemacht haben. How is it? It's great. Really tastes good. Yes. It's just a lot, you know. Wherever we go, we have to drink and we have to eat, so it becomes quite a challenge. This project of bringing the photos around. When we walked down this path, and she was there, right? Yeah. And we took her portrait. बुढाबुढीको फोटो त अब यो So now we're just stealing this from someone, or No, does it belong to everyone? it belongs to someone, but we can use it. Am Abend vor unserer Weiterreise in Nepals tibetische Dolpo-Region verabschieden wir uns von Bikram. Yeah, if I share my feelings at that time, I feel so open here. This is pleasure for me. I meet with you and you are here and spending a lot of time with me. It's good. Thank you for having us here. Same. It's great. Thank you for being here again and again. I really feel that, he doesn't know the way to Dolpo, but still they are trying to do. I think that it's too much difficult. Life is quite easy for us because we always meet nice people like you, yeah, and many people on the way. Now, I mean, now we know you very well already, yeah, but even just getting into the bus or going into the jeep, getting on a jeep or walking down the street, there will always be people here who try to help. So we feel very lucky and very fortunate. And that's a special thing also about people here in Nepal. Auf dem Weg in die Berge geht es für uns weiter Richtung Norden. Doch ab der Hälfte der Strecke wird's kompliziert, denn ab hier fahren keine Busse mehr. Von nun an sollen die Straßen immer steiler, enger und halsbrecherischer werden. Hier fahren nur noch öffentliche Geländewagen. Okay, 6:30. 6:30. Yeah. Um uns einen Platz zu sichern, muss uns das Nepali-Phrasenbuch weiterhelfen. Denn Englisch spricht hier niemand. साँझ बेलुका नाइटसम्म 6-7 o'clockसम्म पुग्नुहुन्छ चेन्ज गर्नुपर्छ Okay. कुन ठाउँ बस बस्न सक्छ बास बस्न हजुर त भोलि डोल्पा लगभग डोल्पा तपाईँको त्रिवेणी भन्ने छ त्रिपुरा कोट त्रिवेणीसम्म पुग्नुहुन्छ सर भोलि Okay. धन्यवाद. Sprachbarriere hin oder her. Zumindest die wichtigsten Infos sind rübergekommen. Und wir halten ein Ticket in den Händen. Am nächsten Morgen wissen wir dann, wie eine Fahrt mit den öffentlichen Jeeps tatsächlich aussieht. Beinfreiheit sucht man in den Gefährten, die bis unters Dach vollgepackt werden, vergeblich. Mit insgesamt 16 Männern, Frauen und Kindern geht es nun stundenlang über schmale Bergpisten, für die wir nicht nur einen stabilen Magen, sondern wegen der steilen Abhänge auch ein stabiles Nervenkostüm brauchen.
Für die, die auf dieser Route regelmäßig unterwegs sind, scheint das kein Problem zu sein. Auf unserem Weg müssen wir immer wieder über schmale Hängebrücken, um auf der anderen Seite der Schlucht in den nächsten Jeep zu wechseln. Ja, der Typ hat uns hier gerade noch aufgeschrieben, welchen Stationen wir den Jeep wechseln müssen. Man erzählt uns, dass die Straßen hier immer wieder von Erdrutschen befreit werden müssen. Vor allem während und nach der Regenzeit. So langsam dämmert es uns. Der Weg nach Dolpo ist tatsächlich ziemlich lang und beschwerlich. Nach 12 Stunden auf der rauen Piste wird es langsam dunkel. Für die Nacht kommen wir in einem kleinen Hotel unter. Das erste Mal auf unserem Trip sind wir richtig fertig. Reicht dann auch für heute. Auch keinen Bock mehr. Morgen dann wieder der ganze Spaß. Allerdings werden wir wahrscheinlich schon, wann werden wir ankommen? Mittags irgendwann. Eine halbe Tagesreise mit dem Jeep später erreichen wir endlich das erste Etappenziel. Die Dörfer Jufal und Dunaj. Ab hier geht es zu Fuß weiter, denn anders sind die höher gelegenen tibetischen Regionen in Dolpo nicht zu erreichen. Wir sortieren schnell noch unser unnötiges Gepäck aus und dann wird der Plan für die kommenden Tage besprochen. Für den nächsten Teil unserer Reise brauchen wir einen Trekking-Guide. Ohne einen nepalesischen Führer in dieser Region ist der Zutritt für Ausländer verboten. Sinpa ist hier in der Gegend geboren. Unser Weg soll uns erst hinauf in sein Heimatdorf Ringmo führen und dann weiter bis zu den Nomaden, die in den hohen Grasebenen leben. So the hardest parts? So the hardest part will be like in the Bagala and then the Numala. Bagala und Numala. Das sind die Gebirgspässe, die wir bei unserem Vorhaben überqueren müssen. While climbing up, we are riding the horse, and while going down, we are just walking by ourselves. So I hope there's no snow, so that it will be easier. Mehr als 100 Kilometer und ein Aufstieg auf über 5000 Höhenmeter liegen ab hier vor uns.